Ich begrüße euch, liebe Steinböcke. Mein Name ist Angelika und ihr seid auf dem Kanal Tarot und Leben. Heute erwartet euch ein Tarot-Reading für den Mai 2026. Vielleicht spürt ihr schon jetzt, dass genau hier Antworten liegen, die euch gerade betreffen. Na, wollen wir beginnen? Wir schauen uns die 3 wichtigsten Ereignisse an, die euch im Mai erwarten. Also, das erste wichtige Ereignis, das zweite wichtige Ereignis und das dritte wichtige Ereignis für euch. Danach schauen wir gemeinsam, was euch erwartet. Im beruflichen Bereich im Mai, wie sich eure Einnahmen entwickeln. Wir werfen auch einen Blick auf eure Liebesleben. Worauf ihr gesundheitlich achten dürft. Und natürlich den Rat der Karten für euren Mai. Also, das erste wichtige Ereignis bei euch ist die 3 der Münzen. Das zweite, der Hierophant. Und das dritte wichtige Ereignis, der Ritter der Münzen. Das zeigt ganz klar, dass Themen wie Arbeit, Entwicklung und euer berufliches Wachstum im Mai im Mittelpunkt stehen. Und ihr spürt selbst, wie sich etwas in euch darauf ausrichtet. Und wir beginnen mit der 3 der Münzen. Diese Karte spricht von einer Tätigkeit, die euch wirklich erfüllt. Etwas, das euch nicht nur beschäftigt, sondern innerlich berührt. Und in diese Arbeit werdet ihr tief eintauchen. Es können wichtige Aufgaben sein, bedeutende Projekte, neue Vorhaben, die ihr aufbaut. Ihr formt darin etwas Eigenes, als würdet ihr Stück für Stück etwas erschaffen, das eure Handschrift trägt. Ihr bringt euch selbst hinein und entfaltet euren kreativen Ausdruck. Und dabei entsteht dieses Gefühl, dass ihr wirklich Meister eures Fachs seid. Ein Profi, der fähig ist, etwas Besonderes zu erschaffen. Diese Karte zeigt auch, dass eure Fähigkeiten im Mai besonders gefragt sind. Ihr werdet gebraucht und genau gesehen. Das kann sich als wachsender Einfluss zeigen oder darin, dass euch verantwortungsvollere Aufgaben anvertraut werden. Vielleicht übernehmt ihr eine führende Rolle oder der Strom an Menschen, die zu euch kommen, wird deutlich größer. In jedem Fall steht die 3 der Münzen für Wachstum in eurer beruflichen Entwicklung und ihr merkt, wie ihr darin stabiler werdet. Das ist Fortschritt, Weiterbildung, ein inneres Reifen als Fachperson und ja, auch ein klarer Schritt nach oben. Diese Karte bringt Anerkennung und bedeutet, dass ihr nicht ohne Beschäftigung bleibt. Ihr werdet euren Platz haben. Wenn ihr ein eigenes Projekt oder Geschäft habt, es beginnt sich zu entfalten, zu wachsen, lebendig zu werden. Wenn ihr mit Menschen arbeitet, sie kommen zu euch, mehr als zuvor, und ihr spürt diese Bewegung. Gleichzeitig werdet ihr bewertet, beobachtet, wahrgenommen, und je mehr ihr euch einbringt, desto höher wird das geschätzt, was ihr tut. Euer Können bleibt nicht unbemerkt. Es wird erkannt und gewürdigt. Achtet auch darauf, diese Karte kann sich zeigen durch Prüfungen, Zertifizierungen, Abschlüsse. Vielleicht schließt ihr eine Weiterbildung ab und haltet am Ende etwas in den Händen, das euren Weg bestätigt. Oder es ist ein bedeutender Schritt, der euch innerlich stärkt. Alles, was ihr jetzt an Wissen aufnehmt, beginnt für euch zu arbeiten. Und es wirkt sich spürbar positiv auf alles aus, was ihr aufbaut. Dann das zweite wichtige Ereignis. Der Hierophant. Das ist eine sehr tiefe, ernsthafte Energie. Sie öffnet mehrere wichtige Richtungen gleichzeitig. Die erste ist Lernen, Wachstum, innere Entwicklung. Vielleicht beginnt ihr nach Kursen zu suchen, nach Orten, an denen ihr euch weiterentwickeln könnt. Nicht im klassischen Sinne, sondern dort, wo echtes Wissen vermittelt wird. Sprachen, Fähigkeiten, berufliche Entwicklung. Oder ihr taucht ein in Seminare, Webinare, Lernräume, die euch weiterbringen. Ihr wählt, ihr fühlt, und ihr entscheidet euch bewusst zu lernen. Und genau dadurch wächst euer Können, aber auch euer inneres Verständnis. Der Hierophant kann auch eine Begegnung bringen mit einem Lehrer, einem Mentor, mit jemandem, der euch Wissen gibt, das euch wirklich weiterführt. Und in diesem Moment spürt ihr, dass ihr genau den Menschen gefunden habt, der euch jetzt begegnen sollte. Diese Karte kann auch eine Prüfung sein, eine Begegnung mit euren Werten, eurer Wahrheit, euren Entscheidungen. Es sind Lektionen, die euch nicht brechen, sondern formen. Im äußeren Geschehen kann es auch bedeuten, dass ihr Orte aufsucht, die euch stärken. Vielleicht sucht ihr Rat, vielleicht geht ihr in einen Raum der Stille, vielleicht erlaubt ihr euch, ehrlich hinzuschauen und loszulassen, was euch beschwert. Oder ihr verbindet euch bewusster mit eurer inneren Führung,
Auch Begegnungen mit älteren Menschen, mit jemandem aus eurer Vergangenheit, sind möglich. Gespräche entstehen tief, ehrlich, mit Bedeutung. Und in diesen Gesprächen liegt etwas, das euch weiterbringt. Der Hierophant lehrt nicht nur, er richtet euch innerlich aus, er gibt euch Halt, Struktur, eine neue Klarheit. Es ist, als würde euch etwas sanft führen, euch zeigen, was wirklich wichtig ist. Nicht, weil ihr falsch wart, sondern weil ihr bereit seid, mehr zu sehen. Und genau darin findet ihr Antworten und wachst innerlich, werdet stabiler, ruhiger, klarer. Weiter, das dritte wichtige Ereignis ist der Ritter der Münzen. Hier wird die Energie ruhiger, geerdeter, beständiger. Der Ritter der Münzen zeigt euren Weg nach vorn, Schritt für Schritt, ohne Hast, aber mit innerer Sicherheit. Das ist Disziplin, Ausdauer, ein stilles, kraftvolles Dranbleiben. Ihr wisst, wohin ihr geht, und ihr entscheidet euch bewusst, diesen Weg zu gehen. Es ist kein schneller Erfolg, aber ein echter, ein tragender. Alles, was ihr tut, bekommt Struktur, Fundament, Stabilität. Vielleicht fordert es euch, vielleicht braucht es Geduld. Doch genau darin liegt euer Durchbruch, ruhig, aber unaufhaltsam. Diese Karte kann auch für stabile Einnahmen stehen. Geld, das nicht plötzlich kommt, sondern wächst, sich aufbaut. Wie ein Fluss, der konstant fließt und euch trägt. Das ist keine Explosion, sondern eine verlässliche Basis. Und gerade darin liegt der Wert, weil es bleibt. Auch zeigt sich hier Arbeit, die Konzentration verlangt, Hingabe, Fokus. Und durch diesen Prozess wächst ihr weiter, wenn man alle drei Karten zusammen betrachtet, die 3 der Münzen, der Hierophant und der Ritter der Münzen, dann entsteht ein klarer Weg. Ihr lernt, ihr entwickelt euch, ihr setzt um und ihr erntet. Das ist der Weg eines Menschen, der reift, der nicht nur träumt, sondern erschafft. Und genau deshalb wird der Mai für euch zu einem wichtigen Übergang, zu einem Punkt, an dem ihr beginnt, euer zukünftiges Fundament bewusst zu legen. Weiter. Das dritte wichtige Ereignis ist der Ritter der Münzen. Auch das ist eine der stärksten Karten. Und sie spricht ebenfalls über Arbeit, über Anerkennung, über eure Entwicklung als Fachperson, über langfristige Projekte und über dieses ruhige, aber sichere Vorankommen in der Umsetzung eurer Pläne. Diese Karte zeigt immer auch, dass ihr für andere Menschen sehr wertvoll werdet, nützlich, gefragt, vielleicht genau in eurer Rolle als Profi. Und so wie schon bei der 3 der Münzen zeigt sich auch hier ein stabiler Strom an Menschen, die zu euch kommen, die euch brauchen, die euch weiterempfehlen. Es kann sich unterschiedlich zeigen, aber dass man euch sucht, euch vertraut, euch um Rat bittet, das ist hier ganz deutlich. Wenn man sich diese wichtigen Ereignisse insgesamt anschaut, dann wird der Mai für euch ein wirklich kraftvoller Monat. Einer, den ihr sinnvoll nutzt und in dem ihr etwas Bedeutendes für euch aufbaut. Das kann Erfahrung sein, die euch innerlich wachsen lässt, oder eine stabile Grundlage für eure Zukunft. Der Ritter der Münzen kann auch auf eine Reise hinweisen, vielleicht eine längere Geschäftsreise oder eine Reise, die schon lange vorbereitet wurde, auf die ihr euch innerlich eingestellt habt. Es kann sich auch ein Weg ins Ausland öffnen, eine Arbeit oder ein Studium in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Und ebenfalls zeigt diese Karte oft eine wichtige Aufgabe, eine Verantwortung, die euch anvertraut wird. Und genau diese Aufgabe wirkt für euch, weil ihr sie gewissenhaft erfüllt, mit Hingabe, mit Sorgfalt. Und dadurch zeigt ihr euer Können, eure Zuverlässigkeit, eure Stärke als jemand, auf den man sich verlassen kann. Gut, dann schauen wir jetzt, was euch im beruflichen Bereich erwartet und wie sich eure Einnahmen entwickeln. Im beruflichen Bereich liegt hier die große Arkana, die Liebenden, und in Bezug auf das Einkommen die 8 der Kelche. Die Liebenden zeigen, dass sich neue Verbindungen bilden können, neue Allianzen, neue Ideen, neue Möglichkeiten. Und besonders gut entwickeln sich alle Dinge, die ihr gemeinsam mit anderen macht, in Partnerschaft, in Zusammenarbeit. Wenn ihr im Team arbeitet oder mit jemandem kooperiert, dann fließt hier alles leichter, harmonischer. Auch kann es einfach eine Arbeit sein, die euch wirklich gefällt, die euch Freude bringt. Und um euch herum sind Menschen, mit denen ihr euch wohlfühlt, die euch positive Emotionen geben. Vielleicht entstehen kreative Projekte, inspirierende Ideen und ihr seid darin eingebunden und merkt, wie euch das erfüllt, wie es euch belebt. Diese Karte spricht auch von einem guten Miteinander, von Verständnis. Mit Kollegen, mit Partnern, mit Kunden, mit Vorgesetzten und genau dieses Umfeld stärkt euch und wirkt sich direkt auf eure Arbeit aus. Natürlich können hier auch neue Verträge entstehen, neue Vereinbarungen. Wenn ihr im Bereich Verhandlungen tätig seid, wenn ihr mit Menschen arbeitet, euch trefft, Absprachen trefft, dann läuft hier alles stimmig,
ruhig und führt zu guten Ergebnissen. Oder es zeigt sich einfach so, dass viele Aufträge kommen, Menschen finden zu euch, empfehlen euch weiter, sprechen über euch. Und ihr werdet als jemand wahrgenommen, der wirklich etwas kann, dem man vertraut. Es kann auch sein, dass ihr eng mit jemandem zusammenarbeitet oder unter der Führung einer Person, vielleicht eines Mentors. Und diese Zusammenarbeit bringt euch nicht nur Ergebnisse, sondern auch Wachstum, weil diese Person Erfahrung hat, euch führt, euch etwas zeigt und ihr nehmt das auf und entwickelt euch weiter. Und nun im Bereich Finanzen die 8 der Kelche. Diese Karte zeigt, dass sich eure Pläne verändern können. Vielleicht geht ihr auf eine Reise, eine Dienstreise. Oder ihr denkt darüber nach, euch beruflich neu auszurichten. Innerlich spürt ihr diesen Übergang bereits. Vielleicht entsteht sogar etwas Eigenes, gemeinsam mit eurem Partner, mit Familie oder mit Freunden. Und dadurch verschiebt sich euer Fokus. Ihr setzt euch neue Ziele und beginnt, ihnen zu folgen. Das kann ein Umzug sein, in eine andere Stadt, in ein anderes Land. Oder ein neuer Weg, ein anderes Tätigkeitsfeld. Vielleicht geht ihr für eine Zeit ins Lernen oder nehmt euch bewusst Raum für Entwicklung. Doch gleichzeitig zeigt die 8 der Kelche auch, dass das Geld vorübergehend weniger sein kann. Nicht, weil etwas fehlt, sondern weil eure Energie in etwas Neues fließt, in eine Reise, in Veränderung, in einen Übergang. Es kann auch sein, dass ihr eine sichere Position verlasst und euch entscheidet, etwas Eigenes aufzubauen. Und damit lasst ihr ein stabiles Einkommen hinter euch, im Vertrauen darauf, dass sich daraus später mehr entwickelt. Oder ganz einfach, ihr gönnt euch eine Pause, eine Reise, einen Abstand. Und dann ist es ganz natürlich, dass die Einnahmen nicht so sind wie zuvor. Doch all das gehört zu diesem Prozess, zu diesem Schritt, den ihr gerade geht. So, wir schauen weiter. Und jetzt eure persönliche Ebene, eure Liebesleben. Hier liegt die 6 der Kelche. Diese Karte kann sich zeigen wie ein neuer Honigmonat, wie ein sanftes Aufblühen eurer Gefühle, wie ein neuer Frühling, der in eure Beziehung kommt. Ein Frühling der Nähe, der Wärme, der leisen Freude. Es kann auch sein, dass ihr gemeinsame Themen wieder aufgreift, Erinnerungen, Pläne. Etwas, das früher schon da war und jetzt im Hier und Jetzt weiterlebt. Und genau das bringt euch noch näher zueinander. Im Ganzen zeigt diese Karte, dass es in eurer Verbindung gut ist, stabil, warm, getragen von Vertrauen. Für diejenigen, die in einer Partnerschaft sind, besonders in längeren Beziehungen, steht sie für Gegenseitigkeit, Ehrlichkeit, Treue und innere Harmonie. Wenn es zuvor Spannungen gab, dann bringt diese Energie euch wieder zusammen. Und alles beginnt sich zu beruhigen, sich neu auszurichten. Es zeigt sich auch eine tiefe Verbundenheit, ein echtes Interesse am anderen. Gemeinsame Prozesse, ein starkes Gefühl von Wir. Und gleichzeitig Respekt, Vertrauen, ein achtsames Miteinander. Diese Karte kann sich auch als Reise zeigen. Vielleicht besucht ihr eure Familie, trefft eure Liebsten, kehrt an einen Ort zurück, der euch geprägt hat. Und dort öffnen sich Erinnerungen, Bilder aus der Vergangenheit. Gefühle, die wieder lebendig werden, diese leise Nostalgie, die euch erfüllt. Ihr erinnert euch, wie es war, was euch verbunden hat. Und genau darin liegt etwas sehr Heilsames. Für diejenigen, die allein sind, zeigt diese Karte ebenfalls Bewegung. Doch oft ist es weniger ein neues Kennenlernen, als vielmehr eine Begegnung aus der Vergangenheit. Es kann ein früherer Kollege sein, ein Nachbar, jemand aus eurer Studienzeit oder eine Person, mit der euch schon einmal etwas verbunden hat. Und wenn ihr euch begegnet, entsteht dieses Gefühl, dass es leicht ist, vertraut, als würdet ihr euch schon lange kennen. Es kann ein spielerischer Austausch sein, ein leichtes Flirten, gemeinsame Erinnerungen, Gespräche und Schritt für Schritt kann daraus etwas entstehen, etwas Tieferes. Ein neues Kapitel auf einer anderen Ebene. Es ist nicht mehr das Alte, es ist etwas Gewachsenes, bewusster, näher. Und manchmal zeigt die 6 der Kelche auch eine ganz neue Begegnung. Doch das Gefühl ist sofort da, als wäre diese Seele euch vertraut, als würdet ihr euch schon lange kennen. Eine Verbindung, die sich warm und richtig anfühlt. So oder so, Begegnungen sind möglich und auch Entwicklung darin. Jetzt schauen wir, worauf ihr im Bereich Gesundheit achten dürft. Hier liegt eine große Arkana, die Welt. Diese Energie spricht von Stabilität, von Kraft, von einem guten inneren Zustand. Euer Körper ist widerstandsfähig, ihr habt Energie, ein starkes Immunsystem. Und insgesamt kann man sagen, euer Zustand entspricht dem, was euch trägt, eurem Alter, eurer körperlichen Verfassung. Und ihr fühlt euch im Großen und Ganzen wirklich gut. Wenn es zuvor Beschwerden gab oder euch etwas belastet hat, dann zeigt diese Karte, dass sich im Mai vieles klärt.
vielleicht durch eine Erkenntnis, durch eine Untersuchung oder einfach durch einen inneren Wandel, der euch zurück in die Balance bringt. Sehr oft zeigt sich hier auch Heilung, ein Gefühl von Erneuerung, ein Zustand, in dem ihr euch deutlich besser fühlt. Und dennoch bleibt die Einladung, achtsam mit euch zu sein. Nicht aus Sorge, sondern aus Wertschätzung euch selbst gegenüber, für euren Körper, eure Energie, eure innere Stabilität. Gebt euch Raum für Bewegung, für Ruhe, für Schlaf, für all das, was euch stärkt und euch in eurer Kraft hält. Und nun der Rat der Karten für euch. Hier liegt eine weitere große Arkana, der Mond. Der Mond lädt euch ein, nicht nur dem Sichtbaren zu vertrauen, nicht nur den Fakten, nicht nur dem, was logisch erscheint, sondern auch eurer inneren Stimme, eurer Intuition. Denn eure Intuition ist im Mai besonders wach, besonders fein. Sie zeigt euch Wege, spürt Dinge, bevor sie offensichtlich werden. Und genau darüber könnt ihr vieles erkennen, verstehen, vielleicht sogar Fehler vermeiden. Denn es kann sein, dass bestimmte Informationen zunächst verborgen sind, dass sich etwas erst nach und nach zeigt. Und wenn sich diese Dinge öffnen, dann hört nicht nur auf das, was ihr seht, sondern fühlt, was es in euch auslöst. Vertraut dem leisen Wissen in euch, dem Gefühl, das euch führt, eurem Herzen, das oft früher weiß, was wahr ist. So zeigt sich euer Monat, liebe Steinböcke, für den Mai 2026. Das war ein allgemeines Reading. Wenn ihr ein persönliches Reading möchtet, mit einer tieferen Betrachtung eurer Situation, dann könnt ihr es per E-Mail anfragen. Die Adresse findet ihr unter diesem Video. Wenn ihr etwas Wichtiges klären möchtet oder euch eine Situation beschäftigt, dann meldet euch gerne. Ich begleite euch dabei. Abonniert auch den Kanal Tarot und Leben. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Und ihr könnt auch die Unterstützungsfunktion nutzen, wenn ihr möchtet. Ich danke euch für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, für eure Likes und eure Kommentare. Wir sehen uns morgen mit Liebe. Eure Tarotleserin Angelika. Ich umarme euch. Bis bald.